Oh, ich habe keine Tischfräse. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, meine Fräse in meine Tischkreissäge einzubauen. Oder ich habe einfach nicht die benötigten Mittel dazu, um deine Projekte nachzubauen. Aber Leute, muss es dann immer ein gekaufter Frästisch sein oder irgendwas anderes? Können wir das nicht günstiger machen? Ja, und das wollen wir uns heute einfach mal anschauen. Wir bauen uns heute nämlich zusammen die wohl günstigste Tischfräse, die mobile Tischfräse auf YouTube. Und da braucht es ja wirklich nur absolut paar Euro dazu. Ja, solche Nachrichten kriege ich immer mal wieder, muss ich zugeben, wo ich mir dann denke so, ja Leute, aber teilweise ist es doch echt wohl eine Ausrede, um das Projekt nicht nachzubauen. Denn es gibt immer Mittel und Wege und die müssen gar nicht teuer sein. Ich kann es verstehen, wer das Mittel für einen Frästisch nicht hat oder nicht die Möglichkeit hat, sich das Ganze in die Tischkreissäge einzubauen und dort zu fräsen. Kann ich absolut verstehen. Aber ich kann nicht verstehen, wer da zum Beispiel so eine Handfräse hat und da sich da nicht ein bisschen Gedanken macht, um einen kleinen Frästisch zu bauen, der nicht mal was kosten muss. Dann wie gesagt, am Anfang, wir bauen uns wirklich den absolut günstigsten Frästisch auf YouTube. Ich habe jetzt hier mal Restmaterial. Ich habe das sogar gekauft für euch, weil ich brauche ja keinen so einen mobilen Frästisch. Ich habe einen Frästisch. Vielleicht hat es der ein oder andere auch noch daheim liegen. Wir machen es jetzt absolut billig. Ich nehme das billigste Material, was ich im Baumarkt gefunden habe. Und das ist diese Spanplatten hier. Und zwar, diese Platte hat es gerade mal 3,40 Euro in der Restekiste gekostet. Wir brauchen da nur die Hälfte davon, also kommen wir schon mal auf 1,70 Euro. Und am Schluss brauchen wir noch ein paar minimale andere Materialien. Und wir kommen da echt nur auf ein paar Euro, aber lasst euch überraschen. Grundvoraussetzung ist natürlich eine Fräse. Das ist ganz logisch. Vom Material her, ihr könnt es natürlich auch verwenden, was ihr wollt. Wir wollen es ja absolut billig machen. Deshalb nehme ich diese Spanplatten hier. Die ist, glaube ich, 16 mm stark. Und das solltet ihr auch mindestens haben, damit es auch ein bisschen Stabilität hat. Ja, ich denke mal, wir reden jetzt nicht um einen heißen Brei rum. Wir werden hier halbieren, wie gesagt, 400 auf 400 mm und werden dann unsere Aufnahme für die Fräse einfach hier hinbohren. In der Mitte noch ein Loch und dann noch die Schrauben dazu und dann noch 2 Fräsungen und dann sind wir eigentlich schon nach 10 Minuten wirklich komplett, eigentlich fast schon fertig mit dem ersten Teil. Fünf Minuten hat es gedauert, nicht mehr, um das Ganze zu machen. Jetzt dauert es noch weitere 5 Minuten und schon sind wir fertig mit unserer Tischfräse, mit unserer mobilen. Leute, und zwar geht es jetzt erstmal darum, ich werde hier Einhandzwingen verwenden. Messt euren Stab oder eure Dicke der Einhandzwingen hier oder ich könnte es auch normale Zwingen verwenden. Messt es mal durch und je nachdem, was ihr da habt, noch 2 mm weiter, könnt ihr euren Fräser dann einfach einspannen. Und dann mache ich jetzt noch 2 Fräsungen, circa je nach Länge eurer Einhandzwinge. Ich werde die Einhandzwinge benutzen, weil die ein bisschen schmaler ist hier oben. Ja, oder? Macht's auch nicht fett. Also ihr könnt es verwenden, was ihr wollt. Und so roundabout machen wir 80 mm Fräsung von der Tiefe her. Das machen wir noch schnell und dann sind wir fertig.
Hupala, haben wir wieder ein bisschen geträumt beim Fräsen. Also da habe ich ein bisschen rausgefräst, aber das beeinträchtigt die Funktion der Vorrichtung überhaupt nicht. Fast fertig. Wir machen jetzt noch Stabilisationsleisten hin. Machen wir aus dem gleichen Material, wie wir gerade eben gesägt haben. Das wird so 30 mm breit werden. Achtet nur drauf, da kommen ja diese Zwingen dann so hin, dass ihr die nicht so lang macht. Nicht, dass es dann am Tisch nicht anschlägt. Aber das müsst ihr selber einfach mal anschauen. Werden wir die noch zusägen. Ich werde sie schießen. Ihr könnt sie natürlich auch schrauben. Unser mobiler Frästisch ist fertig. Jetzt müsst ihr nichts anderes machen, außer eure Zwingen hier einzuhängen und an den Tisch zwingen. Fertig. Und das ganze Ding ist richtig stabil. Und jetzt Fräse rein und Probefräsen. Die Grundfunktion ist schon mal gegeben. Wir können hier schön fräsen, wir können hier schön abrunden und so weiter und so fort. Gut, jetzt sagt sich der eine oder andere, ja, wie will ich hier eine Nut fräsen? Alles gut, wenn wir jetzt noch einen weiteren Euro in die Hand nehmen, 1 Euro für so ein kleines Stückchen Holz in der Restekiste, dann können wir uns noch einen Anschlag bauen. Da nehmen wir jetzt auch noch mal wieder das gleiche Material wie die Platte unten und werden uns da kleine Schienchen machen. Machen wir halt auch 30 mm, könnt ihr selber entscheiden, 30 mm stark und nehmen wir diese Breite, ein bisschen breiter natürlich, das heißt 46 cm an Länge längen wir ab und machen dann noch unten Schienen hin, damit wir einen kleinen Anschlag haben, um Nuten zu fräsen. Und schon können wir richtig schöne Nuten fräsen, also wirklich total easy. Aber wir können noch weiter spinnen. Dazu nehmen wir einfach noch dieses andere Stück, was wir von dort abgesägt haben. Wir kommen noch nicht mal vom Betrag höher. Das ganze Stück war ja bei 1 Euro. Wir werden hier noch einen bewegbaren Anschlag machen, damit wir auch schön Kanten fräsen können und so weiter, dass wir da auch tiefer reingehen können mit dem Fräser. Das werden wir jetzt auch noch mal schnell bauen.
Also mal richtig geil, funktioniert echt auch mega. Aber das Geilste daran ist, Leute, wir sind jetzt gerade maximal bei 3 Euro Materialkosten, was wir hier hatten. Ja, okay, ein bisschen gelogen war das jetzt gerade. Wir brauchen ja noch den Heißkleber, diese Menge an Heißkleber inklusive Schraube und Eindrehmuffe, Eindrehgewinde. Okay, sind wir nochmal 50 Cent drüber. Das heißt, wir sind bei 3,50 Euro. Also alles gut bis jetzt. Wie ihr diesen Sterngriff macht oder diese Sterngriffschraube macht, Knoppelschraube macht, das werde ich euch oben hier oder unten in der Videobeschreibung einfach auch nochmal verlinken. Schaut da auch nochmal rein, gibt es ein Video dazu. Meine Lieben, ihr werdet es nicht glauben, wir sind aber immer noch nicht am Ende. Denn wir bauen uns noch eine andere Vorrichtung zum Fingerzinken fräsen oder halt Zinken fräsen. Dazu braucht ihr nochmal ein kleines Stückchen Holz. Entweder habt ihr das in eurer eigenen Reste Holzkiste oder ihr kauft es einfach nochmal für 50 Cent oder was auch immer so ein kleines Stückchen Holz hier kostet. Also auf geht's, wir fräsen Zinken. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Zinken hier funktioniert haben. Ich werde es natürlich jetzt mal ein bisschen vorschleifen und das Ganze hier ein bisschen sauber machen vom Fräsen. Und dann bin ich echt mal gespannt. Jetzt schaut das Ganze so geschliffen aus und jetzt bin ich mal gespannt, ob das passt. Ui, das schaut aber sehr... Ui. Hui. Richtig eng. Wow. Krass. Also da bleibt gar nichts mehr stehen. Wow, hey, das ist ja mal richtig krass. Man muss es noch mal ein bisschen reindrücken. Jo, absoluter Wahnsinn. Jetzt schaut euch mal das Ding an. Unsere Billigfräse kann sogar schöne Zinken machen. Jetzt müsst man halt einfach nur noch verleimen und ein bisschen drüber schleifen. Und das mache ich jetzt auch normal.
Ja, und natürlich ölen wir es jetzt mal. Also es kommt schon mal richtig cool raus, muss ich sagen. Ja, Mann. Es kommt mal richtig geil raus. Also was sagt ihr dazu? Und das für so ein 5-Euro-Teil? Mega. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Wahnsinn, wie gut das mit diesen Zinken funktioniert hat. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich mit unter 5 Euro so qualitativ hochwertige Fingerzinken hier hinbekomme. Echt geil. Aber eure Meinung würde mich auch mal interessieren. Schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare rein, die Meinung dazu. Natürlich kann man es nicht vergleichen mit einer Profi-Vorrichtung oder. Das ist mir schon klar, aber ihr müsst bedenken, das Ding kostet unter 5 Euro. Und wenn ihr noch Restmaterial vielleicht in der Werkstatt rumliegen habt, dann kostet es euch 0 Euro. Natürlich, Grundvoraussetzung ist natürlich so ein paar Zwingen und natürlich eine Fräse. Das ist mir auch schon klar. Jetzt ist mir aber ein großer Fehler passiert. Und zwar möchte ich nicht, dass euch dieser Fehler passiert. Der eine oder andere wird vielleicht jetzt sagen, ich habe da keine Absaugung dran. Es war ja eigentlich eine Absaugung von unten her geplant, aber diesen Fehler dürft ihr nicht machen und den zeige ich euch jetzt. So, merkt euch, wie der Tisch dran ist. In Sekunden ist er erstens mal abgebaut, ist überhaupt kein Stress. Zwingen weg. Jetzt drehe ich das mal ab. Also hier waren die Zwingen dran, jetzt drehe ich das Ganze mal um und jetzt schaut's mal. Ich habe jetzt hier meine Öffnung von der Makita und wenn ich jetzt den Deckel hier hin mache, der passt hier schon hin. Alles gut, das war schon mit eingeplant hier, diese Absaugung, damit der durch dieses Loch schön absaugen kann. Aber jetzt, wem fällt was auf? Hier sind die Zwingen, gell? Okay? Und diese Zwingen sind natürlich hier an diesem Tisch angebracht. Auch okay. Aber was soll dann diese Staubsaugung auf dieser Seite, wo dann praktisch hier der Tisch steht? Mein Gott, habe ich mal wieder nicht mitgedacht. Also das soll euch nicht passieren. Bei mir war es einfach nur falsch geplant. Diese Fräsungen sollten eigentlich auf dieser Seite hinkommen, damit das nicht ist und dass ich von vorne hin absaugen kann. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Achtet bitte darauf, bevor ihr diese Fräsungen reinmacht, wie rum eure Absaugung von der Fräse dran ist. Jetzt hätte ich schier vergessen, euch noch das zu sagen. Ihr habt im Video immer mal wieder ein paar Gadgets gesehen, ein paar Tricks gesehen. Da gibt es Videos dazu, da gibt es auch eine Playlist dazu mit ganzen Fräsvorrichtungen und so weiter und so fort. Schaut da mal drauf. Ich werde es euch unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Ebenso gerade genau dieses Teil hier zum Eindrehgewinde senkrecht reinzukriegen. Ist echt ein geiles Gadget, funktioniert echt top mit verschiedenen auswechselbaren Größen. Gibt es auch ein Video dazu. Zu dieser Fräsvorrichtung ebenso und so weiter und so fort. Und die Artikel werde ich euch natürlich auch verlinken, da dieser Zentrierbohrer ist auch ein cooles Gadget. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr das beachtet, ihr könnt es natürlich noch einbringen, was ihr wollt. Ihr könnt noch Vorrichtungen bauen, wie ihr wollt. Lasst euch einfach ein bisschen was einfallen. Wen die Zwingen hier oben auf dem Tisch stören, der braucht ja hier bloß eine Verlängerung hinmachen. Das heißt, die Breite von der Zwingen kann er noch Verlängerungen machen und macht diese Zwingen dorthin. Ihr könnt den Tisch auch größer bauen, wie ihr wollt. Natürlich jetzt nicht hier hinten raus, weil dann wird es zu unstabil. Aber an der Breite, da müsst ihr halt noch mal 1 oder 2, 3 Zwingen mehr einbringen. Aber da ist eure Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Macht euch ein bisschen Gedanken, wer so einen Tisch braucht. Mich würde mal interessieren, habt ihr Frästische daheim? Habt ihr das Ganze in eure Tischkreissäge eingebaut? Oder wolltet euch für euch vielleicht einen Frästisch kaufen? Und vor allem, wie findet ihr diesen mobilen Frästisch für unter 5 Euro? Würde mich interessieren, ballert alles unten rein. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus!